Grüß euch alle miteinander. Es sind ja jetzt einige Wochen ins Land gezogen, seit ich euch den Ice Move präsentiert habe. Und ich muss sagen, es ist unglaublich, was wir positive Resonanz von euch bekommen haben. Es waren unglaublich viele Leute bei uns auf der Internetseite, haben sie informiert über den neuen Ice Move. Ich glaube in Deutschland um die 400.000. Wir haben ganz, ganz viele positive Kommentare von euch bekommen. Da schon mal vielen, vielen Dank. Und inzwischen waren auch viele von euch schon bei unseren Händlern, haben den Ice Move in Live gesehen. Und ganz, ganz viele, muss ich sagen, haben den neuen Ice Move auch schon bestellt. Aber keiner von euch war bisher mit dem Ice Move unterwegs. Ich war der Erste, wie ich euch versprochen habe. Ich war mit meiner Familie 10 Tage, vor ein paar Wochen in Urlaub, 10 Tage Italien. Und ich lade euch jetzt ein, ein bisschen uns über die Schulter zu schauen, wie wir den Urlaub verbracht haben. Und zwischendrin will ich euch dann auch immer wieder ein bisschen noch was dazu erzählen. Und ich freue mich jetzt drauf, euch mitzunehmen auf die Reise. Hallo, ich bin Samuel. Hallo, ich bin der Benji. Hallo, ich bin Josephina. Und dieses Jahr testen wir den Ice Move. Bis später. Ciao. Ciao. Gerne will ich euch ein bisschen was berichten über das Fahrverhalten, über die Geräusche. Ja, ich habe Kamel gesagt. Ja, du hast es nochmal gerettet, ich war schlecht. Warte, jetzt muss ich mal mit. Hallo. Oh ja, Hallo, wir sind gerade über die Antarktis. Urlaub. Wir hatten ganz am Anfang also ein kleines Geräusch, so vibrierend. Da wusste man nicht, was ist. Haben dann aber festgestellt, dass der Auszug bei der Küche, wo das Brett reinkommt, dass da die Schrauben locker waren. Gott sei Dank habe ich eine handwerklich begabte Frau, die hat die Schrauben wieder angezogen. Und dann waren wirklich keine Geräusche mehr. Wobei ich sagen muss, die Schrauben haben sie ja später wieder rausgedreht. Und das habe ich ja gleich nochmal jetzt hier gemeldet. Da müssen wir ein bisschen eine bessere Lösung finden, dass das nicht passiert. Ansonsten auch da ist der Fiat, also das ZF-Getriebe, das zieht super gut durch. Das zieht richtig schön durch. Aber cool, das ZF-Getriebe. Warte mal von der. Hä? Das Ding ist. Wir gehen jetzt erstmal die Welt erkundigen, okay? David? Wo ist der? Wie wär's, wenn uns die Stühle auch gleich rausholt? Ja, Samu. Kommst du? David? Nimm doch mal. Ja, da. Damit geht das. Josephina, gibst du mir mal kurze Hose für den Strand? Ja, mach ich, Papi. Oh, na Benji. Da man Pode. Ja, se tarvi vielä. Und das schwarze T-Shirt, Josephina, bitte. Was zieh ich an? Mama, ich zieh alte Monate und dann. Ja. Also da ist. Hast du, Jose? Ja. Und dann holt euch für euch noch die Sachen und dann lasst uns losgehen. Ja, Danke. Sag mal, nicht schon wieder das Handy. lächerlich. Ja, ich will. Hereinspaziert in unsere Dusche. Das ist vollkommen egal. Das Gesicht jetzt sechs schon. Zeig mal das Gesicht. Also was mir gar nicht so bewusst war,
ist, dass diese Schiebetür so genial ist, weil du musst keine Tür in den Raum reindrehen, schiebst hier rüber, verschwendest keinen Platz. Toll. Komm, wir machen hier einmal alles fertig. Nee, warte. Und du? Was vergessen? So, einfach Füße abwaschen, du bist voller Sand. Kannst du das? Andersrum. Ja, genau. Aber es gibt ein Negatives zu berichten, also der Duschrost, ihr seht hier, der löst sich jetzt schon auf, nach 10 Tagen, das geht gar nicht. Habe ich sofort auch sperren lassen. Hier werden wir ein neues Material suchen, das dann wirklich auch das Ganze aushält und was jetzt nicht so schlimm ist und mit was man leben könnte, ist, dass hier der Duschlauf unten, dass das Wasser vom Waschbecken nur in die Duschwanne laufen kann. Auch das werden wir abstellen. Wir werden also in der nächsten Serie dann schon einen eigenen Wasserlauf bekommen, hier für das Waschbecken. Und dann, glaube ich, haben wir das wirklich auch richtig, richtig gut gemacht. Insgesamt, Dusche ist einfach echt super. Kommen wir zu unserem Hubbett mit Klappmatratze. Ihr habt gesehen, der Umbau, der geht relativ einfach. In einer Minute hat das der Samuel geschafft. Und die große Frage war ja, wie schläft man jetzt auf der Matratze? Und ich kann euch sagen, ich habe selber drauf geschlafen. Man schläft gut auf der Matratze, besser wie erwartet. Und eine Nacht haben wir, Diana und ich einmal hier vorne geschlafen. Und es war wieder so wie frisch verliebt auf engen Raum. Allerdings inzwischen ist aus dieser frisch Verliebtsein große Liebe geworden und inzwischen braucht man wieder einen größeren Platz. Was ich damit sagen will, die Johanna hat eigentlich einen restlichen Urlaub hier mit der Josefina geschlafen. Ich war hinten mit den Jungs, aber das war überraschend, wie groß das Bett da hinten eigentlich ist. Und wir 3 konnten da super schlafen. Unser Fazit für das Hubbett: Es können 2 Erwachsene drauf schlafen, es hält da 200 Kilo aus, aber es ist eigentlich gedacht für Kinder. Und so war es auch von uns konzipiert. Wir haben für uns gesagt, es fahren ja normalerweise keine 4 Erwachsenen in einem so einem kleinen Wohnmobil in Urlaub. Die Kinder sind mit dabei, die Kinder können hier gut schlafen, aber wir können auch den großen Vorteil umsetzen, dass das Hubbett verschwindet und wir dadurch einen tollen Raum schaffen. Wir sind bei der Küche und da will ich euch gleich mal über unseren Kühlschrank berichten. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank und da war die große Herausforderung, wie können wir es schaffen, dass der leise ist. Und was soll ich euch erzählen? Erste Nacht, wir übernachten in der Schweiz auf einem Autobahnparkplatz und um 4 Uhr früh geht der Kompressor an. Ich kann euch nur sagen, ich bin senkrecht im Bett gestanden, bin sofort rausgesprungen, wollte den Kühlschrank ausmachen, wie wird der leise. Entwarnung kam von meiner Frau. Sie hat zu mir gesagt, Hubert, das ist nicht der Kühlschrank, sondern das ist der Generator von dem Lastwagen gegenüber. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir da Stein vom Herzen gefallen ist. Und ich muss wirklich sagen, in dem ganzen Urlaub haben wir nichts gehört. Also unsere Entwickler haben es tatsächlich geschafft. Die haben ja den Kompressor getrennt vom Kühlschrank und haben den separat angebracht. Also man hört nichts. Und das Kühlen in dem Kühlschrank ist natürlich sensationell. Ist ganz was anderes wie in einem Absorberkühlschrank.
Ansonsten bei der Küche habe ich ja einige Kommentare von euch gelesen, wo man hier die Töpfe unterbringt. Die bringt man hier herunten unter. Man kann ja hier die Wände rausnehmen und wir hatten hier die Töpfe, wir hatten hier die Teller untergebracht. Also ihr habt ja genug Platz. Magst du Wasser? Ja se haluatko sä kananmunan? Ich auch. Die rollen nur. No ne pyörii vähän se, mutta ei se mitään. Pestä siihen niin. Pitää katsoa, onko se löysä vai kova. Benji, was magst du zum Trinken? En tiedä kuinka kauan mä pidin niitä. Apfelschorle, haben wir einen Apfelsaft. Ja, tässä. Zum Schluss noch ein kleiner, aber ich denke ein wertvoller Hinweis für euch. Wir haben ja hier, und zwar zum Kühlschrank, wir haben ja hier eine 100 Ah Lithium-Batterie serienmäßig und wir konnten mit der den Kühlschrank 2 Tage autark betreiben. Dann mussten wir ans Netz und also das hat mich überrascht. Also ich habe mir nicht gedacht, dass wir tatsächlich 2 Tage hier den Kühlschrank betreiben können. Kriegst du das eigentlich? Ja. Mulla on vielä se toinen pakkaus sitten, jossa tää. Ich hab noch alles. Joo, mutta sulta tippuu niitä. Laita sinne ne aina teille huku. Wir sind beim Wohnbereich angelangt. Wir haben jetzt umgebaut, wir haben jetzt hier unsere Face-to-Face-Sitzgruppe. Benji, mach du jetzt hier. Mach die Füße jetzt zuerst. Okay. Drück rein. Drück beide rein. Wie wär's? Perfekt, Jungs. Es ist mit diesem Tisch, wenn man den hier so klappt, habt ihr auch gesehen, haben wir einen wirklich großen Tisch und wir konnten hier als große Familie ganz toll sitzen und schön frühstücken, schön essen und so weiter. Und was genial ist und was mir eigentlich gar nicht so bewusst war, wenn man den Tisch dann wieder so hier rüber klappt, dann kannst du hier als Fahrer und Beifahrer durchgehen. Also da denke ich eher dran, wenn 2 mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung und gerne ziehe ich noch mal ein Fazit für euch. Also wir finden das Auto wirklich beeindruckend. Beginnend vom Design, von der schönen Farbzusammenstellung, von den tollen Materialien, ob man hier die Echtholzklappe, hier unser Filz und die Steine, die Beleuchtung, die indirekt, die ihr hoch und runter fahren könnt, dieses tolle Raumgefühl, die dunkle Decke, die Klappen hier noch mehr strahlen lassen, also einfach Bombe. Auch die Features, die wir hier haben, ne? Hier unsere Glaspaneele, wo man drüber fährt und dann kann man die Beleuchtungen bedienen oder die Coming-Home-Funktion. Ihr kommt rein abends, die Lichter gehen an oder die Lichter gehen an, wenn ihr auf die Toilette muss. Also das sind so kleine Features, die wirklich Spaß machen. Aber es ist nicht nur das Design, sondern es ist die Funktionalität. Ihr habt ja gesehen, wir waren jetzt 10 Tage zu 5 mit dem Auto unterwegs und trotz alledem haben wir super unsere Klamotten untergebracht, weil wir viel genug Stauraum hinten haben, die Kleiderschränke, jeden kleinen Raum ausgenutzt. Die Heckgarage groß genug, um 2 Erwachsenenräder und ein Kinderrad haben wir dabei gehabt. Also auch die Funktionalität von dem Auto ist einfach toll. Also
Ja, was soll ich sagen? Wir sind total begeistert. Ich kann allen denen sagen, die noch schon gekauft haben, ihr dürft euch wirklich freuen. Das ist ein super Auto. Ihr merkt meine Begeisterung und die ist wirklich nicht gespielt. Klar, es wäre blöd, wenn ich jetzt nicht begeistert wäre, aber das ist nicht gespielt. Ich habe mich in das Auto nochmal verliebt und ich freue mich für euch jetzt auch, wenn ihr das bekommt, und ich verspreche euch, ihr werdet einen ganz tollen Urlaub in dem Auto verbringen können. Das war unser Urlaub mit dem iSmooth. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Und es hat Spaß gemacht. Tschüss. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein paar nützliche Informationen für euch ziehen können und ihr habt viel Spaß gehabt. Servus.